Was für ein Jahr 2024. Wir wollen euch heute mit auf unseren persönlichen Jahresrückblick nehmen. Wir, das sind Basti und Falk und wir wünschen euch wie immer viel Spaß mit unserem Video. Los geht es natürlich mit dem Januar und der brachte erstmal für unsere Region recht ungewöhnlich Schnee. Das erleben wir hier eigentlich nicht so häufig und insofern war auch das schon mal was Besonderes. Bereits in 2023 hatten wir uns für die Bootpläne entschieden und den Bootstypen, den wir bauen wollen. Insofern konnten wir uns auch hier schon mit den Plänen beschäftigen. Auch geklärt war zu dem Zeitpunkt bereits der Bauplatz, wo also das Boot entstehen sollte, ob das überhaupt funktioniert und wenn ja, wie. Ebenfalls zu diesem Zeitpunkt ist die Entscheidung gefallen, das Ganze aufzuzeichnen und euch auf YouTube zu präsentieren, sodass ihr jetzt eben hier immer zuschauen könnt. Auch unsere Fräse war zu diesem Zeitpunkt bereits vorhanden. Mit der haben wir ja vor allen Dingen im ersten Halbjahr noch jede Menge Teile dann gebaut. Das sehen wir sicherlich gleich im weiteren Verlauf nochmal. Dazu kamen dann natürlich noch jede Menge Überlegungen der Werkstatteinrichtung. Wo muss was hin? Wie ist es praktikabel? Was machen wir mit dem Plasmaschneider? Doch kaufen, die Teile doch kaufen oder doch selber bauen? Da waren zu diesem Zeitpunkt noch diverse Themen nicht endgültig abgeschlossen geklärt, aber das sollte ja dann in den nächsten Monaten kommen. Und damit kommen wir auch schon zum Februar und der stand erstmal in der Auswahl unserer Titelmusik, die ihr alle kennt. Allerdings war das tatsächlich erstmal ein klein wenig anders gedacht und es sollte an dieser Stelle von Johannes Oerding aus dem Titel Plan A der entsprechende Refrain für unsere Videos genutzt werden. Allerdings haben wir das nicht hinbekommen, dass uns das Management das genehmigt und die Freigaben dafür erteilt. Ja, dementsprechend haben wir uns für etwas anderes entschieden. Witzigerweise, und das war wirklich purer Zufall, heißt auch der Titel, den ihr jetzt immer hier im Trailer hört, ebenfalls Plan A, aber das war absoluter Zufall. Für uns hatte das Stück einfach ja, das richtige Temperament zu dem, was wir hier tun wollen und so haben wir uns dafür entschieden. Neu hinzugekommen ist dann im Februar der Luftfilter, den wir euch in einem Unboxing-Video vorgestellt haben, wo wir aber auch relativ schnell festgestellt haben, dass das Videoformat, wie wir es da geplant hatten, mit 2, 3 Kameras in der Werkstatt so nicht funktionieren wird. Das haben wir dann auch ganz schnell wieder sein gelassen und das eben anders aufgenommen und die Videoschnitte dann eben auch anders gemacht. Hier seht ihr nochmal wunderbar, wie der seine Arbeit verrichtet und wirklich immer schön alles direkt wegsaugt. Das funktioniert hervorragend und wir sind da weiterhin sehr, sehr glücklich mit diesem Gerät. Was wir damals gar nicht so richtig in den Videos irgendwo mal mit erwähnt haben, war der Einbau unseres Lagerpodestes, der Zwischenebene oberhalb des jetzigen Plasmaschneiders und dem damaligen auch noch Sägebereich ist. Ja, war halt auch im Grunde vor unseren Videoserien schon geschehen und so haben wir das damals gar nicht großartig thematisiert. Dann kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt und Entscheidung in diesem Jahr, denn ursprünglich war geplant, auf dem Bauplatz eine Kranbahn zu bauen. Das hätte bedeutet, dass wir Fundamente hätten gießen müssen, darauf entsprechend eine Stahlkonstruktion aufbringen, die entsprechende Technik einbauen und der Gedanke war eben, dass wir von der Bug- oder von der Heckseite her entsprechend die Teile auf dem Bauplatz draufheben können, hätte aber auch bedeutet, dass so eine Kranbahn dann ja ziemlich genau oder um die 6 Meter hätte hoch sein müssen. Da haben wir uns dann aber doch relativ schnell gegen entschieden und stattdessen diesen Baukran gekauft, der uns zum einen, wie gesagt, schon massiv eben einfach die Bauzeit gespart hat. Zum anderen werden wir damit ca. 90% aller Teile ohne Probleme auf das Boot draufgehoben bekommen. Und für die wenigen Einzelhübe, die dann vielleicht übrig bleiben, wofür er nicht reicht, gibt es immer noch die Möglichkeit, mal noch einen kleineren, also einen entsprechend passenden Kran dann kommen zu lassen, der uns dann für diese wenigen Momente dann entsprechend aushilft. Das war es dann auch schon für den Februar und somit kommen wir jetzt zum März. Und da beschäftigte uns als allererstes mal so ein bisschen die Frage, naja, wir haben jetzt Bootpläne gekauft und natürlich haben wir uns über die Dimension da schon Gedanken gemacht, aber was bedeutet das denn tatsächlich in der Realität? Wie groß ist groß und ja, welche Verhältnisse haben eben welche Räumlichkeiten dann? Und was muss man gegebenenfalls dann an den Räumen noch verändern, an den Positionen noch verändern? Und so haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt mal hier sonntags nachmittags die Zeit und malen einfach mal das Boot bei uns auf dem Hof auf. Das haben wir dann auch gemacht, hat natürlich ein Weilchen gedauert, weil man die Rundung da entsprechend finden muss und positionieren muss. Aber so haben wir dann hier Stück für Stück einfach mal gemalt, was dann tatsächlich irgendwann mal als Boot da stehen soll. Und dann sehen wir hier eben unseren
Terrassenaußenbereich, den Aufgang zum Umgang. Da ist übrigens Basti gerade parallel die Stufen für am Biegen nebenan in der Werkstatt. Dann sind wir hier vorne Richtung Bug unterwegs. Ein bisschen was davon steht ja schon. Und so haben wir hier einfach mal einen kleinen Rundgang gemacht. Das ist natürlich alles noch sehr, sehr, sehr theoretisch und gibt trotzdem nicht so richtig einen Einblick in das, was dann tatsächlich hinterher eben sein wird. Aber um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, war das schon ganz witzig und mal eine nette Idee. Dann kam, wie eben schon kurz angedeutet, unser Kran ins Spiel. Das ist noch einer der allerletzten, die 89 zu DDR-Zeiten gebaut wurden und aus DDR-Beständen ist. Hat also mittlerweile 35 Jahre auf dem Buckel, ist aber top in Ordnung, funktioniert einwandfrei. Wir haben da bisher nicht viel Aufwand und Wartung mit gehabt. Ein tolles Teil und hilft uns im Alltag doch sehr. Vor allen Dingen durch seine Flexibilität. Wir können ihn halt prima auf dem Hof hin und her fahren, jederzeit dort einsetzen, wo wir ihn brauchen. Das hätten wir eben genau auch mit der Kranbahn nicht gehabt. Und so sind wir, wie gesagt, mit dem Kran sehr, sehr glücklich. Und damit kommen wir dann zum nächsten Teil der Plasmaschneidanlage. Hier natürlich im März erstmal der Beginn des Unterbaus. Und auch da muss man einfach nochmal sagen, es gibt und gab für diese Plasmaschneidanlage, so wie sie gebaut wurde, keinerlei Pläne. Die sind alle vollständig und alleine in Bastis Kopf entstanden. Die Wunschbearbeitungsgröße ergab sich natürlich ein bisschen automatisch aus den Blechgrößen, die uns zur Verfügung stehen, die wir eben jetzt hier verarbeiten wollen. Aber alles andere, Höhen, Dimensionen und so weiter und so fort, das hat er sich alles Stück für Stück eben ausgedacht und überlegt, was er da wie bauen möchte. Das hat es natürlich zum Teil ein bisschen schwierig gemacht, ihm zu helfen, weil er einfach eben Stück für Stück die Teile konstruiert und dann gebaut hat. Aber auch zu dem Zeitpunkt gab es eben auch immer wieder, ich sag mal, Fleißarbeiten, ja, irgendwelche Teile in x-facher Menge immer wieder herstellen, Stahlträger sägen, Bleche sägen. Da kann man natürlich dann schon unterstützen und das haben wir dann auch entsprechend gemeinsam gemacht. Klar, der Bau der Anlage und somit auch die Fertigstellung war natürlich essentiell für alle weiteren Schritte, die da geplant waren in Richtung Bootbau. Und somit ist hier natürlich sehr, sehr viel Zeit reingegangen und der Fokus lag zu dem Zeitpunkt maximal darauf, diese Anlage in Betrieb zu kriegen. Solange die nicht läuft, brauchen wir im Grunde an anderen Stellen gar nicht erst anfangen. Den gesamten Bau der Anlage könnt ihr euch natürlich hier jederzeit auf YouTube im Kanal nochmal anschauen. Ich denke, ich verlinke euch hier mal die anderen Videos. Könnt ihr natürlich jederzeit nochmal drauf schauen. Und wer sie noch nicht geschaut hat, schaut sie euch an. Ist sicherlich sehenswert, die Reihe. So viel zur Plasmaanlage im Bereich des März, der damit eben auch schon sein Ende findet. Und wir gehen damit gleich über in den April. Denn der April, der hatte es wirklich in sich, was aber auch daran lag, dass wir da zum ersten Mal in dem Jahr Urlaub hatten und somit natürlich einiges geschafft bekamen. Nicht zuletzt, weil dann auch so langsam mal das Wetter besser wurde. Eine Sache ist die Kranbahn, wo ihr jetzt hier schon ein paar Bilder von seht. Die hatten wir bisher in den Videos auch nicht großartig im Detail thematisiert, aber sie ist natürlich unerlässlich, um die Stahlplatten hinten auf den Plasmaschneider zu bekommen. Und so haben wir eben entsprechend uns hier die Bahn eingebaut, inklusive eben einem 90-Grad-Bogen, den wir entsprechend angefertigt haben, damit wir eben mit der Laufkatze die Bleche entsprechend vorne mit dem Stapler hinlegen können oder beziehungsweise mit dem Laufwagen und dann mit den Magneten wiederum reinheben können bis hinten auf den Plasmaschneider. Anders hätten wir halt auch einfach keine Chance gehabt, die Bleche da sinnvoll reinzubekommen. Mit dem Stapler bis hinten geht einfach nicht und tragen ist sowieso ausgeschlossen. Also musste diese lustige Kranbahn her und auch die hat uns das gesamte Jahr über jede Menge gute Dienste geleistet und genau das gemacht, wofür wir sie gebastelt haben. Natürlich ging es auch am Plasmaschneider weiter. Nachdem im März die Unterbauten und die Wände entstanden sind, geht es hier ja, mit dem Z-Achsenteil weiter. Eines der wichtigsten Bauteile, an dem eben später der Plasmabrenner dran hängt. Da vielleicht mal noch so die Information, dass das ganze Teil bereits zu dem Zeitpunkt so gebaut wurde und ausgerüstet wurde, dass wir später die Option haben, den Plasmabrenner gegen einen Fräskopf zu ersetzen.
und somit aus der gesamten Anlage eben auch ja, eine CNC-Fräse zu machen, um gegebenenfalls irgendwelche Möbelteile oder irgendwelche anderen Sachen damit herstellen zu können. Die Möglichkeit besteht. Ob wir es dann machen und brauchen, werden wir natürlich im Verlauf sehen, aber grundsätzlich ist die Anlage dafür hier schon ausgelegt. Ja, alleine in dieses Bauteil sind natürlich viele, viele Stunden reingeflossen mit seinen ganzen Details, bis eben die komplette Z-Achse dann fertig war. Ebenfalls im April haben wir dann angefangen, unseren Bauplatz zu bauen und vorzubereiten. Das hat insgesamt ja eine Woche, also 5 Arbeitstage gedauert. Wir haben natürlich hier die Fläche erstmal freiräumen müssen. Ihr könnt ja hier nochmal in die Videos gucken, wie es ursprünglich mal aussah. Ich verlinke euch die auch hier wieder. Ja, 5 Tage für ja, so ein bisschen hier so ein Viereck legen mit ein paar Streben drin. Klingt erstmal ein bisschen viel, war aber ja im Grunde hier das erste Bauteil, was eben auch präzise gebaut werden musste. Die Querträger sind ja nicht aus Spaß und Dollerei an der Stelle, wo sie sind, sondern hier kommen ja die Negativformen im weiteren Verlauf drauf und die sind halt ganz exakt vorgegeben von der Position her. Und natürlich musste das Ganze auch gerade sein und ja, den Effekt davon, dass wir hier eben von Anfang an vernünftig sauber gearbeitet haben, den haben wir mittlerweile, wo wir eben jetzt ja, rund 4 Meter weiter oben immer noch die Wasserwaage drauflegen können und das gesamte Boot gerade steht. Und das, oder der Grundstein dafür wurde natürlich hier mit dem Unterbau gelegt und der Zeit, die wir uns eben genau dafür auch gelassen haben. Während hier noch die Höhenausrichtung erstmal grob war mit den Steinen drunter und ein bisschen Plättchen unterlegen, konnten wir dann, als die Stützen geliefert wurden, Schwerlaststützen natürlich entsprechend, damit sie das Gesamtgewicht tragen können, dann hier auch wirklich exakt und fein justieren in der Höhe. Und wie gerade gesagt, ja, das zahlt sich bis heute aus, was wir da in der Woche gemacht haben. Aber damit ist der April noch lange nicht zu Ende. Ein weiteres Werkzeug hat in diesem Monat Einzug gehalten, und zwar der Laser für die Laserreinigung. Was vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen eher als Spielzeug wirkt oder naja, wofür braucht man es überhaupt, wird uns definitiv jetzt im kommenden Jahr richtig helfen und dann erst seine ja, volle Macht entfalten, wenn wir anfangen, die Schweißnähte durchzuschweißen und die dafür vorbereiteten Verbindungsstellen eben entsprechend mit dem Laser wieder reinigen können, und zwar bis in die Verbindungsstellen rein, sodass wir eben da eine vernünftige Schweißnaht dann auch herstellen können. Den Effekt, den wir dabei erzielen wollen, kann man im Grunde hierbei an diesem ja, verrosteten Schraubenschlüssel recht schön sehen, denn wir wollen ja am Boot dann die Schweißnähte reinigen ohne irgendeinen Materialabtrag, und genau das wird uns eben der Laser dann ermöglichen, alles wieder ja, sauber zu kriegen, metallurgisch sauber zu kriegen vom Schweißen, und das ohne weiteren Materialabtrag. Dann haben wir noch die Kransteuerung umgebaut. Ihr könnt euch vielleicht noch an vorhin erinnern, als wir den Kran bekommen haben, hatte der vorne ja, diese kabelgebundene Steuerung dranhängen. Die wäre natürlich im weiteren Verlauf immer schwierig zu handeln gewesen, gerade wenn man Teile hoch aufs Boot heben muss. Daher hatten wir ja uns dazu entschieden, die Kransteuerung umzubauen auf eben ja, eine Funksteuerung, haben entsprechende SPS dazu eingebaut und programmiert, um die Ansteuerung dieses, ja, wie gesagt, 35 Jahre alten Krans weiterhin zu gewährleisten. Wir konnten das ja einfach steckbar jetzt da dran bauen. Das heißt, wir können es auch jederzeit wieder zurückbauen auf die kabelgebundene Bedienung und haben hier unsere Flexibilität erreicht, eben mit einer Funkfernbedienung den Kran bewegen zu können. Das war auch nochmal ein großer Meilenstein eben im weiteren Bootsbauverlauf und im Handling der Teile. Und dann gab es noch eine Idee aus der Kategorie nett, aber am Ende doch unpraktisch. Und zwar hatten wir uns überlegt, aus Platzgründen unser Materiallager für das Plattenmaterial ja, einfach senkrecht zu bauen aus Reststücken, die wir noch hatten von einem Palettenregal. Klang erstmal super, ne, mit dem Kran reinstellen, kann man jederzeit mit der Kralle rausnehmen. Es hat sich dann aber im ja, direkt ersten Verlauf gezeigt, dass das A zeitlich natürlich extrem aufwendig ist, erstmal alle Platten dort senkrecht rein zu sortieren. B haben wir dann die erste Biegung immer drin, wenn wir mit der Kralle das Ganze anheben vom Waagerechten in das Senkrechte. Und wir müssten sie ja dann auch jedes Mal nochmal wieder eben aus dem entsprechenden Lager rausnehmen, mit der Kralle wieder hinlegen.
haben unter Umständen dann schon wieder die nächste Biegung genau an der Stelle drin. Und insofern hat sich das einfach schlicht nicht als praktikabel herausgestellt, sodass wir das ganz schnell wieder demontiert haben und eben dann alles waagerecht gelagert haben bis heute. Ja, und damit war dann dieser doch sehr intensive und ereignisreiche April dann auch doch zu Ende und wir kommen zum nächsten Monat. Ja, der Mai, der stand wieder ganz im Zeichen des Plasmaschneiders. Die Wanne war ja bereits vorbereitet und weitestgehend fertig und jetzt ging es so langsam eben an die Achsensteuerung und dementsprechend hier auch den Unterbau, den man dafür benötigt. Auch hier haben wir zwar ein recht großes Bauteil, was aber trotzdem nicht weniger Aufwand bedeutet, weil wir natürlich über diese komplette Länge von über 3 Metern die Nutenschiene hier vernünftig ausrichten müssen, sprich auf beiden Seiten des Stahlträgers entsprechende Schrauben einsetzen, mit denen wir das in der Höhe nivellieren können. Natürlich auch hier die gesamte Ausrichtung war natürlich entsprechend aufwendig. Aber auch hier gilt eben genau das Gleiche wie draußen beim Bauplatz. An der Stelle vernünftig detailliert gearbeitet, bis aufs Kleinste ausnivelliert hier mit einer Maschinenwasserwaage, sodass eben wirklich alles perfekt sitzt. Zeigt hinten raus jetzt, der Plasmaschneider läuft einwandfrei. Wir haben ganz, ganz selten mal irgendwelche kleinen Probleme, dass mal die Plasmaquelle abreißt oder es aus irgendeinem Grund nicht funktionieren möchte. Das lag dann aber bisher eher daran, dass man zum Beispiel vergessen hat, die Druckluft einzuschalten oder den falschen Druck bereitgestellt hat und dann dementsprechend natürlich die Anlage nicht so wollte, wie wir das wollen. Weiterhin haben wir auch hier recht intensiv an den Achsen weitergebaut. Ihr seht hier das gesamte Portal, hat hier zu dem Zeitpunkt dann schon doch sehr weiten Baufortschritt erlangt. Und so stecken eben zig Stunden in diesen Bauteilen, auch wenn es dann am Ende ja immer eher überschaubar aussieht und gar nicht so riesig. Aber da geht schon sehr, sehr viel Zeit rein, bis das eben alles so zusammengebaut ist, dass es eben dann auch so stabil funktioniert, wie es das jetzt tut. Und auch da sind wir eben sehr, sehr glücklich drüber, dass der Plasmaschneider einfach zuverlässig das macht, was er machen soll. Und genau die Entscheidung eben die richtige war, zu sagen, hey, wir produzieren die Teile selber. Haben wir ja im weiteren Verlauf dann auch schon gesehen, dass wir uns Teile kaputt gemacht hatten und sie einfach nochmal herstellen mussten. Und das wäre halt in einer Situation, wo wir die gesamten Bauteile fürs Boot bestellt hätten, einfach dann auch schwieriger gewesen, da irgendetwas nachzubestellen oder nachzuordern. Nachdem die Achsen dann zusammengesetzt und montiert waren, konnte natürlich auch der gesamte Elektronikteil hier verkabelt werden, der entsprechende Schrank dafür ausgestattet werden mit den Bauteilen, das Ganze ja, mit dem Programm, mit dem Notebook verbunden werden, sodass wir dann eben auch die ersten Testfahrten irgendwann machen konnten. Und damit kommen wir dann auch schon zum Juni. Ja, der Juni stand erstmal wieder im Zeichen des Plasmaschneiders. Und hier ging es dann schon mit großen Schritten in die Endmontagen. In dem Fall jetzt hier die Endschalter für die entsprechenden Achspositionen. Aber eben auch alle weiteren Verkabelungen. Hier der Brennerkopf an der Stelle eingesetzt mit der Energiekette. Und dann aber eben auch die Reinigungsarbeiten in der Wanne, damit dann entsprechend die Farbe auch aufgebracht werden kann. Das passiert dann natürlich jetzt hier im nächsten Schritt. Auch nichts Wildes, im Grunde einfach nur eine Grundierung aufgetragen, gar kein Riesendrama draus gemacht, Hauptsache es ist irgendwas drauf, damit das Blech nicht wieder rostet. Dann natürlich noch alle Kabel für die Achssteuerungen einbauen. Und anschließend dann können auch endlich die Motoren eingesetzt werden. Was wir da für Thematiken hatten, könnt ihr euch ja nochmal im Originalvideo anschauen. Und dann wurde er das erste Mal tatsächlich gefahren mit seinen Antriebsmotoren. Hier nochmal mit entsprechenden Vermessungen, ob eben auch die Parallelität da ist, die Ausrichtungen alle in Ordnung sind. Somit waren wir dann jetzt hier auch in den ersten richtigen Testfahrten, schauen, ob eben alle Richtungen sich so bewegen, wie sie sollen und wie wir das wollen. Und dann kam natürlich ein ganz wichtiger Meilenstein in der gesamten Bauphase und das ist der erste richtige Plasmaschnitt und den schauen wir uns jetzt nochmal in Original an. Zu dieser Zeit gab es aber in unseren Videos noch eine Besonderheit und zwar tauchten in ja, doch regelmäßigen Abständen immer mal wieder Buchstaben darin auf. Die waren immer nur kurz zu sehen, aber so alle 4 Wochen tauchte einer auf und das hatte natürlich einen Grund.
Und zwar hatte unser Neffe in diesem Jahr Kommunion und wir wollten ihm nicht das x-te Spielzeug oder Gutschein oder irgendetwas schenken, sondern ja, Zeit mit uns, das haben wir auch gemacht, und er hat aber im ersten Schritt eine Kryptex geschenkt bekommen. Darin ist das eigentliche Geschenk versteckt gewesen und wurde mit einem ja, 6-buchstabigen Code verschlossen. Er musste also über ja, dann knapp 6 Monate hinweg in unseren Videos gucken, wo er die Buchstaben findet, um seine Kryptex zu öffnen. Und darin befand sich dann der Gutschein, mit dem er dann wiederum ja, eine Woche lang mit dem fertigen Boot mit uns dann zusammen reisen darf und dabei sein kann. Und deswegen haben wir hier über diese Zeit die Buchstaben im Video versteckt. Ja, damit aber dann zurück zum Plasmaschneider, denn jetzt, wo er in Funktion ist, können wir natürlich endlich beginnen, die ersten Teile zu produzieren und ja, dann eben wirklich in die tatsächliche Bootbauphase einzusteigen. Und das haben wir natürlich dann auch gemacht. Hieß aber im ersten Moment, dass wir die Teile, die wir für den nächsten Schritt brauchten, wir wollten jetzt mit den Böcken für das Boot anfangen, erstmal mit weiteren Teilen ja, hier für den Plasmaschneider vorbereiten mussten, denn es macht natürlich keinen Sinn, nur die Teile zu brennen, die man gerade braucht, sondern natürlich die Platte so effizient wie möglich auszunutzen. Und so sind hier beispielsweise auf der Platte Teile drauf, die jetzt immer noch hinten auf dem Hof eingelagert liegen, aber in dem Moment eben einfach Sinn machten, mitzuschneiden. Das passiert natürlich für jede Materialstärke getrennt. Wir verarbeiten unterschiedliche Stärken, 4 mm, 5 mm, 6 mm, auch noch dicker. Und dementsprechend ergeben sich halt immer wieder unterschiedliche Teilekombinationen, die wir dann hier schneiden. Und das sieht dann letzten Endes so aus. Hier haben wir so eine Mischplatte. Eigentlich brauchen wir daraus nur die großen Teile in der Mitte. Das sind unsere Seitenwände für die Böcke. Aber ihr seht hier jede Menge Lücken, wo wir eben diese kleinen Teile für andere Positionen und Stellen dann mitgeschnitten haben. Und natürlich auch Reste noch für irgendwelche anderen Sachen, irgendwelche kleine Hilfsplättchen und sowas genutzt haben, sodass wir hier so wenig wie möglich Verschnitt aus diesen Platten haben und das Maximum rausholen. Ja, rausholen ist hier natürlich genau das richtige Stichwort. Ihr seht das auch hier bei diesen größeren Teilen, unser Kran logischerweise mit den Magneten wieder natürlich hilfreich ist. Die Teile sind dann doch im Einzelnen recht schwer und da zeigte sich bereits, wie wertvoll unser Hallenkran sein wird. Und jetzt gucken wir uns nochmal die umgedrehte Richtung an, wie dann so eine Platte eben hier auf den Plasmaschneider drauf fliegt. Das ging echt easy und die Überlegungen haben da hervorragend funktioniert, die wir da im Vorfeld gemacht haben. Bevor es dann mit der Montage der ersten Teile losgehen konnte, ja, haben wir noch das Problem gehabt, dass wir irgendwo diese großen Teile hinlegen müssen, um sie dann verschweißen zu können. Natürlich hat keiner jetzt erstmal ad hoc so einen großen Tisch irgendwo rumstehen und auf dem Boden ist halt uneben, wird also im Ergebnis Driss. Also haben wir uns hier mit ein paar Teilen ja, einen großen flexiblen Schweißtisch gebaut, den wir mit den Böcken überall auf dem Hof hinstellen können und dementsprechend unsere Teile, egal ob sie breit sind, ob sie lang sind, hier flexibel drauf montieren können, um sie dann ins Boot reinzuheben. Das werden wir auch im weiteren Verlauf gleich nochmal sehen, wie wertvoll das dann war. Zum Beispiel hier im ersten Bauteil eben für die Negativformen, auf denen wir mittlerweile ja eben aufbauen. Ihr seht, dass das hier doch eine gewisse Breite hat und wie gesagt, also das würde vielleicht noch drin irgendwo auf einem kleinen Tisch gehen, aber die Teile werden ja tendenziell größer. Und dann war es auch soweit, dass das erste Teil der Negativform eingesetzt werden kann. Auch hier natürlich wieder mit unserem Baukran. Und dann kommen hier die Seitenwände noch dran. Auch da wieder, ich erzähle das so oft in den Videos, exakt arbeiten, genau arbeiten. Der Bock muss natürlich gerade stehen, er muss auf der richtigen Position stehen. Auch hier haben wir uns entsprechend viel Zeit genommen, um das ordentlich zu machen, um das alles 3-mal, 4-mal, 5-mal auszumessen, bevor es dann eben wirklich fixiert wird. Ja, Genauigkeit, Genauigkeit, Genauigkeit. Wie ihr sicher merkt, ist der Abschnitt über den Juni auch etwas länger, als das bei den anderen Monaten der Fall war. Das liegt aber auch daran, dass wir im Juni unseren Jahresurlaub hatten und da eben ganz viel geschafft haben. Wir hatten richtig Glück mit dem Wetter, konnten jede Menge eben auch draußen machen und draußen arbeiten. Das war ja nicht immer so in diesem Jahr, aber hier hatten wir für die 3 Wochen tatsächlich riesiges Glück und konnten ja richtig viel schaffen. Und so waren dann eben auch zum Ende des Urlaubs alle 4 Böcke gebaut, eingesetzt und befestigt.
sodass dieser Bauabschnitt dann fertiggestellt war. So umfangreich der Juni war, so unspektakulär wird der Juli. Der stand weitestgehend im Zeichen der Teileproduktion und weniger im Aufbau. Und somit ist hier jetzt nicht viel, was wir zeigen können, außer hier einfach mal ein schöner Blick in die andere Richtung der Baustelle, wo sich einfach mal ein schönes Bild ergeben hat. Und deswegen gehen wir dann auch ganz schnell weiter zum August. Hier begann dann tatsächlich der Bootbau. Mit dem ersten großen Teil vom Unterwasserschiff, insgesamt ja 4 von diesen riesigen Teilen, die wir hier an der Stelle erstmal vormontieren müssen. Habe ich euch eben erzählt, weshalb wir den Schweißtisch ja extra dafür gebaut haben. Und hier im ersten Teil war natürlich erstmal die Frage, wie machen wir es überhaupt? Wie kriegen wir die Teile aneinander, dass sie nicht mehr verrutschen, dass das alles prima sitzt und gerade ist. Da haben wir noch viel rumexperimentiert hier mit diesen Ösen, die wir uns angeschweißt haben. Das haben wir natürlich dann später im Verlauf anders gemacht, besser gemacht und entsprechend dazugelernt. Und natürlich auch die Teile-Logistik, wie kriegen wir das produzierte Teil dann an Ort und Stelle, wo es hin muss. Mussten wir uns natürlich erstmal so ein bisschen erarbeiten, wie wir die Teile sinnvoll handeln, wo wir packen können und ja, braucht eben alles irgendwo seine Erfahrung. Die anderen 3 Teile waren dann aber auch schnell zusammengebaut. Im Grunde ist es ja immer nur hinlegen gewesen und dann einmal verbinden. An einer Stelle hatten wir ja noch einen Maßfehler drin, wodurch wir einen Teil nochmal komplett neu produzieren mussten. Da hat sich ja beim Zerlegen was ja, verschoben gehabt. Das könnt ihr euch gerne im Originalvideo nochmal anschauen. Erspare ich euch jetzt hier an der Stelle und zeige euch lieber nochmal ein bisschen im Zeitraffer, wie wir hier eben das Unterwasserschiff ja, schön in die Form gelegt haben und sich immer mehr eben eine Rumpfform ergibt. Das war schon sehr, sehr spannend zu sehen und ein ja, doch auch großer Meilenstein, diese Teile da drinnen liegen zu haben und dann fertig montiert in der Form liegen zu haben. Ein bisschen aufpassen mussten wir dann nochmal beim Bugteil, wo wir ziehen und mit welchen Mitteln wir ziehen, damit das eben eine schöne Rundung gibt und wir uns keine Kanten reinziehen. Auch da wieder sich Zeit lassen und in Ruhe machen. Und noch ein wichtiger Meilenstein war dann das Setzen des ersten Schottes, weil ja, damit war nach vorne und hinten dann die Position klar gesetzt und alles, was wir danach bauen, geht im Grunde von diesem Schott ab. Also auch hier war wieder die Thematik, optimal gucken, genau schauen, wo gehört das Teil ganz exakt auf einen Millimeter hin, damit eben auch hinten raus dann wirklich alles passt. Und dann begann das große Puzzeln im Mittelteil des Bootes, dem eigentlich ursprünglich geplanten Maschinenraum. Gegebenenfalls wird der in unserem Fall hinten raus gar nichts mehr mit Antrieb und Maschinenraum zu tun haben. Das werden wir aber sehen im kommenden Jahr. Auf jeden Fall hier erstmal kleinteilig puzzeln, weil die Spanten im Gegensatz zum Bugteil hier nicht durchgehend sind, sondern nochmal durch weitere Teile unterbrochen werden, durch die Längsaussteifungen, die da deutlich massiver ausgeführt sind, um eben dann Maschinen und Tanks und sowas aufzunehmen. So ist es halt im Original vorgegeben und so bauen wir das auch entsprechend hier. Wir wollen ja schließlich auch die Gesamtstabilität da erreichen. Und so steht dann natürlich auch ganz schnell das zweite Shot, was sich dann hier durch die Längsaussteifungsteile, die großen, eben sehr fix von der Position ergibt. Und das war natürlich eine Zeit, eine Bauphase, wo optisch in sehr, sehr kurzer Zeit sehr viel passiert ist, weil mit wenigen Teilen eben ja, optisch einfach viel passiert ist und sich ergeben hat. Und so ist natürlich das, was wir hier im mittleren Teil gemacht haben, dann auch in der Hecksektion ähnlich angewendet, aus lauter kleinen Teilen eben hier die Rahmen zusammenzubauen, die einzelnen Spanten und Längsaussteifungen. Auch da war es ja dann schon geübt, wir wussten, wie wir es machen müssen und hier hinten am Heck war es natürlich auch relativ einfach, weil die Bleche dort nicht so viel Biegung haben und schön gerade sitzen. Und so konnten wir hier eben auch im August bereits die Heckplatte am Rumpf ansetzen. Und warum das so ein bisschen besonders ist oder war, liegt einfach darin begründet, weil sich hier gezeigt hat, dass alle Vorarbeiten und Maße einfach perfekt passen. Die Heckplatte sitzt hier bombig auf dem Unterwasserschiff und an den Schwanten und Längsaussteifungen dran. Da gibt es einfach keinen Millimeter, der falsch sitzt. Und das war schon ein ganz besonderer Moment, das zu merken und zu sehen, okay, alles, was wir uns hier ausdenken, was wir machen, die Maßhaltigkeiten sind einfach alle da.
und dann eben hier jetzt dann doch über eine gewisse Länge des Objektes. Und das war schon ein sehr, sehr schöner Moment festzustellen, okay, das, was wir hier tun, funktioniert. Die nächsten Schritte im Heckbereich sind dann im Grunde auch sehr schnell passiert. Wir haben außen die Spanten hochgezogen bis eben auf die Bodenebene. Dann musste hier in der Mitte noch ein etwas dickerer Träger rein, der das ganze Gerüst dann aufnimmt. Und dann ist im Grunde das Gerüst erstmal nur ein reines Reinhängen. Natürlich hier die Spanten korrekt verbinden und ausrichten, aber ansonsten ist es einfach nur ein, ja, 3D-Puzzle zusammenstecken, ausrichten, festschweißen. Also tatsächlich hier an der Stelle auch keine Riesenkunst. Und trotzdem natürlich auch hier am Ende schön zu sehen, dass alles hinterher gerade und in Waage steht. Und was im Heckbereich funktioniert hat, funktioniert natürlich auch im mittleren Bereich. Und so haben wir hier im Grunde genau das Gleiche gemacht. Wir haben die Außenspanten angesetzt, die Senkrechten, die dazu gehören. Und im zweiten Teil dann angefangen, eben auch da das Gittergerüst für den Boden einzusetzen. Auch da wieder nochmal mit einem Stahlträger zur Verstärkung in der Mitte, der das Ganze dann aufnimmt. Wie man sieht, ist das Ganze mittlerweile auch so weit in die Höhe gewachsen, dass mir hier ein wenig die Kameraposition ausging, um diese irgendwo sinnvoll hinzustellen und aus einem vernünftigen Winkel noch für euch Bilder zu erzeugen. Weiter ging es dann natürlich in der Bugsektion, die sich natürlich als deutlich aufwendiger herausgestellt hat, als das eben im Mittelteil und im Heck der Fall ist. Ist ja irgendwo auch klar, die Teile hier sind recht groß und wir werden natürlich immer steiler von den Wänden her. Die Längsaussteifungen müssen hier erstmal eingefädelt werden, bevor wir das Teil absetzen können. Die rutschen natürlich hin und her, aber sie müssen nun mal zuerst rein. Wenn das Teil einmal sitzt, können wir sie nicht mehr durchstecken. Das funktioniert einfach nicht. Dementsprechend war hier natürlich der Baufortschritt etwas langsamer als in den anderen Bereichen. Und so passieren dann eben auch einfach mal Fehler, wie bei diesem Teil. Da haben wir oben eine Aussteifung vergessen. Wir hatten eigentlich die ganze Zeit schon ein schlechtes Gefühl dabei. Und beim Reinstellen, ja, ist es dann gekommen, wie es kommen musste. Es hat sich verhakt und verkantet und ist dann eben entsprechend kollabiert. Ja, war ein Fehler, haben wir daraus gelernt, aber, und das habe ich auch im Originalvideo schon gesagt, das sind genau die Momente, weswegen es sich eben auch wieder auszahlt, dass wir den Plasmaschneider haben und die Teile selber nachproduzieren können, sodass das hier in dem Moment zwar doof war, weil dann erstmal der Bautag hinüber war, wir das Teil wieder herstellen mussten, aber insgesamt der Schaden sich eben dann doch in Grenzen hält, außer ein bisschen Schrott ist eben nicht viel passiert. Und trotzdem dauert es natürlich einen Moment, bis die Teile nachproduziert sind und so kommen wir im September erstmal voran mit den Platten für den Salonboden. Wir haben ja vorhin hier im mittleren Bereich auch da das Tragkonstrukt dafür gebaut, das Gerüst. Und so können wir jetzt hier entsprechend die Platten, die bereits geschnitten waren und vorbereitet waren, auflegen, miteinander verbinden, ausrichten. Das Spielchen wie immer und schon haben wir einen Salonboden. Kurze Zeit später haben wir dann natürlich das zerstörte Bauteil nachproduziert und wiederhergestellt, sodass wir es dann jetzt hier endlich einsetzen können. Ihr seht oben mit dem Querträger, so haben wir das jetzt immer dann auch gemacht. Hatten wir ja auch beim ersten Teil gemacht, warum wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, das bei dem anderen oben an das dünne Blech dran zu hängen. Wissen wir bis heute nicht so richtig. Hier haben wir es jetzt wieder richtig gemacht und somit kann das Bauteil auch endlich einziehen. Ja, wie vorhin schon mal erwähnt, ist das Boot natürlich mittlerweile in eine gewisse Höhe gewachsen, sodass das Rein- und Runterklettern hier immer schwieriger wurde. Uns war das schon länger klar und so hatten wir uns im Vorfeld ja ein Gerüst besorgt. Das hatte allerdings auch ein bisschen Lieferzeiten, sodass wir hier ein bisschen gewartet haben. Aber dann war es endlich angekommen und ja, wurde dementsprechend dann hier auch sofort an der Seite montiert. Das Ganze ist so ausgelegt, dass wir es hier eben flexibel auch rund ums Boot montieren können, so wie wir es brauchen. Im Moment ist es hier auf der Seite einfach am praktikabelsten und hilft uns jetzt natürlich da auch schon wieder jede Menge weiter. Weiter ging es dann natürlich mit den weiteren Spanten. Wir wollten ja noch bis vorne hinkommen. 3 an der Zahl sind jetzt hier in der Situation noch einzusetzen. Sieht man vielleicht so ein bisschen, ne, es wird eben immer schwieriger, die Teile rutschen alle die schrägen Wände runter. Sprich, die Sachen hier einzusetzen, ist wirklich ein bisschen tricky gewesen. Man steht schlecht auf der Schräge. Die Teile rutschen, wie gesagt, hin und her. Ist ein Haufen Gefummel gewesen, diese 3 Spanten da tatsächlich korrekt einzusetzen.
Und dann sind wir aber jetzt hier auch schon entsprechend an dem letzten angekommen. Der hat gleichzeitig unten so einen Mini-Shot drin. Das ist die Abgrenzung zum Bugstrahlruder hin. Dann war natürlich hier nochmal jede Menge Ausrichtungsarbeiten, also das eigentliche Dranbiegen des Unterwasserbleches an die Spanten notwendig. Das habe ich euch jetzt hier rausgelassen. Schaut euch das gerne im Originalvideo an. Währenddessen ist jetzt hier das Bugshot reingekommen. Davor wird dann später der Ankerkasten, wie gesagt, entstehen. Und damit kriegt man immer so ein bisschen einen Eindruck, was hier vorne eigentlich noch drankommt. Auch das Teil muss natürlich wieder ausgerichtet werden. Es liegt da unten natürlich nur ganz, ganz minimal auf, was das Ausrichten von dem Teil zum jetzigen Zeitpunkt auch ein bisschen aufwendiger gemacht hat. Damit kommen wir dann auch schon in den Oktober und der Oktober hat dann recht schnell gezeigt, dass das Wetter dann doch so langsam umschlägt und ja, so viel Fortschritt wie in den Wochen davor dann so langsam nicht mehr möglich ist. Wir haben dann hier im vorderen Bereich, im Bugbereich noch ein paar Aussteifungen angebracht. Wir wollten den Boden einsetzen, weil wir oben nicht mehr an die Spanten dran kamen. Auch das gerne ausführlich im Originalvideo. Und wir haben dann hier erstmal provisorisch die Bodenträger eingesetzt, die hinterher eben hier an die Stelle kommen. Die sind zum Teil auch verschweißt, aber auch nur gepunktet, damit das Ganze nicht verrutscht. Aber wir brauchten hier einfach eine gerade Unterlage, auf der wir dann eben entsprechend ja, uns wiederum behelfen können, um oben dran zu kommen. Weil mit Leitern oder irgendwas anderem hier auf der Schräge zu hantieren, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Da legen wir uns nur auf die Nase. Ursprünglich hatten wir schon so ein bisschen die Hoffnung, dass wir es schaffen, im Oktober und November hier noch ja, ein bisschen so weit zuzukriegen, dass wir eine Folie drüber spannen können. Haben da auch hin und her überlegt, was man machen kann, haben uns aber jetzt letzten Endes dann doch dagegen entschieden, weil spätestens beim ersten schweren Sturm, der hier dann schon mal drüber fegt im Winter, wären die Folien eh kaputt gewesen. Insofern haben wir uns hier nur noch dazu entschieden, das so weit auszusteifen, dass eben die Spanten im Wind nicht mehr hin und her schwingen können. Auch das mehr oder weniger eben nur provisorisch und nicht für die Dauer dann gedacht. Das heißt, die Längsstreben, die wir hier oben einsetzen, die sind zwar schon in der richtigen Richtung, aber noch nicht in der endgültigen Art und Weise und Position, wie wir es später wollen. Und somit ist das unser aktueller Baustatus. Das Heck, wie wir es eben gesehen haben, mit dem Grundgerüst für den Boden steht. Im Salonbereich ist der Boden drauf und eben am Bugbereich bis zum Bugshot alles drin. Und so wird Madame Plan A eben bis in den Frühling stehen und darauf warten, dass wieder besseres Wetter ist und wir weiter dran bauen. Das bedeutet aber eben nicht, dass aktuell nichts passieren würde, ganz im Gegenteil. Wir beschäftigen uns derzeit mit sehr vielen technischen Fragen und die ein oder andere haben auch wir euch gestellt, unter anderem eben, woher nehmt ihr euer sowohl Brauch- als auch Trinkwasser? Und das Ergebnis in der Umfrage war hier durchaus sehr interessant, wie doch mehr oder weniger ausgeglichen es ist zwischen allen möglichen Varianten. Wir tendieren an der Stelle übrigens zu Wasseraufbereitungsanlagen, sowohl für Süß- als auch für Salzwasser. Wir sind mal sehr gespannt, was wir da auch auf der Bootmesse an Gesprächen führen können und ja, welche Hersteller dann für uns an der Stelle in Frage kommen. Da gibt es ja auch wiederum die unterschiedlichsten Systeme und Technologien. Darauf aufbauend dann die Frage nach den Wassermengen, die ihr so verbraucht, wobei ich da in der Fragestellung natürlich auch jetzt nicht irgendwo gegeben habe, rechnet es mal bitte pro Person oder auf 2 Personen oder so runter. Insofern ist das jetzt eventuell nicht ganz so aussagekräftig, wie wir uns das ursprünglich gedacht hatten. Ich hatte hier auch tatsächlich auf mehr Kommentare sogar gehofft, für was ihr jeweils das Wasser dann auch in den Mengen so braucht. Bei der dritten Frage ging es um das eingesetzte Kartenmaterial und hier war ganz explizit nicht von uns erwähnt, welches Plottersystem wir einsetzen wollen, weil es uns eben exakt um das Kartenmaterial ging und die Erfahrungen damit, da wir so ein bisschen beim Rumgucken schon die Feststellung machen, dass manche Hersteller, gerade was so Brückenhöhen oder auch Tiefenangaben oder sowas, sehr, sehr unterschiedlich sind und wir da ja ganz explizit mal eure Meinung zu haben wollten, was ihr einsetzt und wo ihr gegebenenfalls zufrieden oder unzufrieden mit seid. Da gerne auch weiterhin bitte in dem Beitrag noch kommentieren, wenn ihr dort noch Tipps habt ja, oder auch Problemstellungen, die ihr mit Karten feststellt.
Bei der letzten Fragestellung ging es dann um die eingesetzten Toiletten. Ja, zum Sonntagmorgen vielleicht nicht unbedingt das appetitlichste Thema, aber auch das gehört nun mal zu den Entscheidungen dazu. Und so wollten wir von euch wissen, was ihr dort einsetzt und waren da tatsächlich sehr erstaunt, dass doch der Anteil der mechanischen Bohrtoiletten da sehr, sehr hoch ist. Auch hier würde uns aber weiterhin gerne auch eure Erfahrungen mit den jeweiligen Systemen interessieren. Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Ja, und der Dezember, der ist jetzt tatsächlich auch mal einfach ein bisschen ruhiger, mal ein bisschen runterkommen und sowas wie hier dieses Video zusammenschneiden, aber natürlich auch weiterhin auf die Bootmesse vorbereiten und wir sind natürlich am Bootführerschein dran, lernen da fleißig und ansonsten bedanken wir uns natürlich für dieses Jahr mit euch, für die vielen lieben Worte, die ihr in den Kommentaren für uns gefunden habt, dass ihr dabei seid, dass ihr unsere Videos schaut. Das ist super, bleibt gerne dabei, das freut uns sehr. Und dann ist natürlich die Frage, was kommt alles im nächsten Jahr? Natürlich wollen wir die Fertigstellung des Casco hinbekommen und die Entscheidung zum Antrieb, Rudereinheit. Wahrscheinlich werden wir sehr, sehr, sehr viel schweißen dann logischerweise. Und wenn das alles gut klappt, dann beginnen wir hoffentlich dann nächsten Winter bereits mit dem Innenausbau, sodass wir da die Winterphase auch effektiver noch nutzen können für den Baufortschritt, als das jetzt diesen Winter der Fall ist. Und wir werden natürlich schon mal parallel immer noch auch das Thema Boottransport dann Richtung Wasser angehen, auch wenn das natürlich schon noch eine Zeit lang dauert, aber auch hier wollen wir uns frühzeitig informieren, frühzeitig mit möglichen Spediteuren sprechen. Vor allen Dingen ist für uns immer noch die große Frage, geht es eben nach Neuss in den Hafen oder geht es nach Roermond? Das ist eben eine Frage der ja, Machbarkeit der Strecke, beziehungsweise letzten Endes dann auch der Kosten. Und wir würden idealerweise am liebsten nach Roermond ins Wasser, aber das wird sich eben dann mit der Zeit zeigen. Bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und folgt uns gerne auch im nächsten Jahr weiter. Wir freuen uns drüber. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Lasst auch gerne auf den Videos ein Like da, teilt sie mit Freunden. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit einem Thanks tun oder mit einer kleinen Kanalmitgliedschaft. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.